Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zum Thema Hitlers Verwundungen im Krieg. Am 2. Oktober 1916 wurde der Regimentsstab von Hitlers List-Regiment in Les Barques Nord in einem minierten Unterstand eingerichtet. Ein paar Tage später kam es zum Beschuss durch Granaten. Hitlers Kamerad Balthasar Brandmeier berichtete, ich zitiere: Man konnte kaum sitzen, einer stolperte über die Beine des anderen. Dumpf und dicht war die Luft, fast zum Ersticken. Eine kleine Treppe führte ins Freie. Ich hatte gerade neben Hitler Platz genommen, da schlug ein Volltreffer mitten in den Gang. Die Decke zermalmt und tausendfach zerrissen, allenthalben spritzten die Splitter. Zitat Ende. Einer dieser Granatsplitter traf Hitler in den linken Oberschenkel. Doch die Verwundung erwies sich als nicht so schwer, war aber trotzdem ernst. Seine Genesung würde einen 7,5 Wochen langen Lazarettaufenthalt nötig machen. Hitler kam zunächst in das Sammellazarett nach Hermies und wurde vom 9. Oktober bis zum 1. Dezember ins preußische Vereinslazarett vom Roten Kreuz in Belitz bei Berlin eingeliefert. Doch sein altes Regiment sah er nach der Genesung erst einmal nicht wieder, da er zunächst im 2. Infanterieregiment 4. Kompanie des 1. Ersatzbataillons eingesetzt wurde. Nachdem der Stab seines RIR, also seines Regiments 16, ihn jedoch als Meldegänger angefordert hatte, kam Hitler am 5. März 1917 wieder zu seinen alten Kameraden zurück. Das spricht nicht gerade dafür, dass er feige und ein Drückeberger gewesen ist, wie manche Historiker ihn darstellen wollen. Ich wiederhole, der Stab seines alten Regimentes forderte Hitler als Meldegänger wieder an, weil er sich bewährt hatte. Am 1. März 1917 war Hitler erneut an der Front. In den nächsten Monaten bis zu seiner Gasvergiftung nahm er an den meisten Kampfhandlungen seines Regimentes teil, etwa an der Somme, an der Aisne und an der Marne. Am 14. Oktober 1918 wurden Hitler und mehrere seiner Kameraden auf der Montagne-Höhe bei Wervik Süd durch einen englischen Gasangriff abermals verwundet. Senfgas, Gelbkreuz, war ein flüssiges Sprühmittel, das sich in die Haut einbrannte. Hitler selbst beschrieb dies so, ich zitiere, und zwar, er beschrieb das in Mein Kampf. In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober ging das englische Gasschießen auf der Südfront vor Ypern los. Man verwendete dabei Gelbkreuz, das uns in der Wirkung noch unbekannt war, soweit es sich um die Erprobung am eigenen Leibe handelte. Ich sollte es noch in dieser Nacht selbst kennenlernen. Auf einem Hügel südlich von Wervik waren wir noch am Abend des 13. Oktober in ein mehrstündiges Trommelfeuer von Gasgranaten gekommen, das sich dann die ganze Nacht hindurch in mehr oder minder heftiger Weise fortsetzte. Schon gegen Mitternacht schied ein Teil von uns aus, darunter einige Kameraden, gleich für immer. Gegen Morgen erfasste auch mich der Schmerz, von Viertelstunde zu Viertelstunde Ärger, und um 7 Uhr früh stolperte und schwankte ich mit brennenden Augen zurück, meine letzte Meldung im Kriege noch mitnehmend. Schon einige Stunden später waren die Augen in glühenden Kohlen verwandelt. Es war finster um mich geworden. Zitat Ende. Ernst Günther Schenk beschreibt in seinem Buch Patient Hitler, dieses Buch beurteilt sehr, sehr dokumentenhaft und sehr, sehr analytisch Hitlers gesamte Krankengeschichte. Ernst Günther Schenk beschreibt, ich zitiere, Gelbkreuz führt zu einer schweren Bindehautentzündung des Auges, die ein Anschwellen der Augenlider und der Augenbindehaut derart zur Folge hat, dass das Auge selbst als zugeschlossen und nicht mehr sehfähig erscheint. Man wird sozusagen sekundär blind, obgleich der Augapfel selbst lediglich mittelbar betroffen ist, und gerät in die Angst, erblindet zu sein, obgleich lediglich maximal geschwollene Augenlider und schwammig erweichte Augenbindehaut das Öffnen zum Sehen verhindern.
Dieser Zustand kann wechseln. Er klingt normalerweise allmählich ab, aber er kann sich auch neuerlich wesentlich verschlimmern, wenn sich ein Mensch immer und immer wieder die Augen reibt und derart neue Schwellungen verursacht. Zitat Ende. Hitler erblindete vorübergehend, wurde am 15. Oktober 1918 in das bayerische Feldlazarett 53 Quentenarde eingeliefert und kam anschließend mit einem Verwundetentransport am 21. Oktober 1918 in das preußische Reservelazarett Pasewalk bei Stettin. Dort wurde er am 19. November als geheilt entlassen. Zu dem Zeitpunkt war der Erste Weltkrieg für das Deutsche Reich schon 8 Tage lang zu Ende. Hitler wurde in die 7. Kompanie des 1. Ersatzbataillons des 2. Infanterieregiments zugeteilt, das in München stationiert war. Am 31. März 1920, nach 5 Jahren und 8 Monaten Militärdienst, wurde er dann aus der Reichswehr entlassen. So viel zu Hitlers Verwundungen. Alles dazu mit den einzelnen Quellen in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 1. Darin steht alles mit Quellen, mit verifizierten Quellen. Ihr könnt dort alles nachlesen und nachprüfen. Ihr wisst ja, ich veröffentliche nichts nach Glauben, sondern immer nur, wenn man etwas beweisen kann und die Dokumente verifiziert sind. Ich bin kein Journalist, der nach Hören und Glauben geht. Deshalb glaube ich auch keinen Verschwörungstheorien. Deshalb werde ich auch eine Publikation erarbeiten in den nächsten Jahren über die Verschwörungstheorien über Hitlers Tod und werde jede einzelne Verschwörungstheorie widerlegen. Jede einzelne. Ich bin gespannt, was ich bis dahin noch für Material bekomme. Einzelne haben mir bereits gesagt, sie haben unwiderlegbare Beweise, dass Hitler in Argentinien gelebt hat. Na gut, ich bin selber hier in Südamerika, habe in Argentinien und in Brasilien und in Paraguay recherchiert über Hitlers Tod und all das könnt ihr dann in einer weiteren Publikation lesen. Aber zunächst einmal schreibe ich Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 7 über den Balkan und den Afrika-Feldzug. Deutschland muss vernichtet werden, ist mein neuestes Buch. Ich sage das bei jedem Video, manche regen sich darüber auf, aber ich muss ein bisschen Werbung machen für mein Buch, weil es ist ein Andenken an unsere Opfer, an unsere deutschen Toten. So ein Andenken gibt es noch nicht in der deutschen Literaturgeschichte, in der deutschen Historie. Ich vergesse unsere Toten nicht. Und wenn ihr das auch nicht vergessen wollt, dann bestellt euch dieses Buch. Es ist, wie gesagt, ein Andenken an unsere Toten, an Millionen Tote, die einfach vergessen werden, was mich sowas von wütend macht. Unsere Tote werden einfach vergessen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Ihr erhaltet dann eine hochwertige PDF, mein letzter Kampf. Ich habe eine Dokumentargeschichte geschrieben über Hitlers letzte Tage aus seiner Sicht. Auf meiner Homepage findet ihr alles über meine Bücher. Ihr findet dort auch einen Videotrailer zu der Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, ein Buchtrailer, der so brutal ist, dass ich den nicht bei YouTube zeigen kann, aber er symbolisiert den Inhalt meiner Buchreihe. Und ihr könnt dort auch jede Woche neue Artikel lesen. Diese Artikel sind meist aktuelle Themen und haben weniger mit Zeitgeschichte zu tun, sondern mehr mit aktuellen Themen, Ukraine, Krieg und so weiter und so fort. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.